Das zweite qualvolle Bauteil hat begonnen. Wieder 3-4 Stunden sägen. Aber gratis. Leute. Es wird. So viel kann ich nur etwa längs drehen. Dann stößt das leider dagegen. Also muss man das stückeln. So, alles läuft wieder ruhiger. So, wenn das eine Turbine wäre, wird es schon Wind machen. So, jetzt trenne ich den Schaft ab. Jetzt ist quasi nur noch auf dieser Seite hier ein Labyrinth-Siel. Hier. Ja, und dieser Mitnehmer. Und da versuche ich halt wellentechnisch irgendwas zu basteln, was dann hier auch eingreift, um die Kraft der Turbine auf die Welle und später auf den Verdichter übertragen zu können. Gut. Zack. Und der 240 und DDDD sind 300. Ja. Oh, zu weit. Okay. Dann wir mal wegfahren hier. Dann nehme ich das mal raus. Und theoretisch 6 Löcher im gleichmäßigen Abstand. Jawohl. Ich habe kurz mal einen Zapfen gedreht aus Aluminium, um zu schauen, ob die Turbinenscheibe, so wie mein guter Kollege aus Australien meinte, eventuell die Bohrung nicht ganz zentrisch ist, weil es bei der Bohrung ja gar nicht so darauf ankam, all dieweil ja ein Schaft dran war. Jetzt bin ich der Meinung, das sieht soweit ganz gut aus, wenn man das mal einfach laufen lässt hier. Also ein Eiern an sich ist zwar zu erkennen von den einzelnen Schaufeln. Ja, also ich würde es nochmal mit der Messuhr messen, aber prinzipiell ist das schon okay. Jetzt habe ich hier mal die Messuhr angesetzt, drehe das Ganze mal durch. Also da tut sich meiner Meinung nach nichts. Außer dass ein bisschen zappelt, weil der Winkel schlecht ist. Und das Labyrinth-Siel vielleicht etwas unsauber gearbeitet ist. Aber ich sehe hier maximal ein Hundertstel, was das aus der Uhr läuft. Für mich ist das völlig in Ordnung. Also brauche ich schon mal nicht dran rumwürgen, dieses Loch zentrisch zu arbeiten, weil es einfach schon zentrisch ist. Spitze! Eiert wie verrückt. Da muss man mal ein bisschen schleifen, dass das gerade wird.
Okay, nach dem Schleifen sind wir auch einigermaßen. Für mich reicht das. Der Wellentunnel wird heute auch mit Loch versehen und mit einem Lagersitz zumindest. Da muss ich die Länge noch anpassen, aber dazu brauche ich erstmal ein paar weitere Teile. Hier habe ich mal die Lager, die später eingebaut werden sollen. Das sind ja natürlich die billigsten vom Billigen. Reine Konstruktionslager, um jetzt zum Beispiel den Lagersitz anzupassen. Das Loch, die Bohrung, sagen wir, die Bohrung oder die Durchgangsbohrung, die später durch den Tunnel gehen wird mindestens 36, 37 mm haben müssen. Weil die Welle mindestens 35 mm dick sein muss bei den Längen und bei den Massen, die rotieren, sonst kriege ich wieder Probleme mit der Resonanz. So, das wird jetzt hier noch nicht passen. Da fehlen fast noch 5 Zehntel, also einarbeiten und wenn fertig, dann fertig. Okay, ich glaube, das passt ganz gut hier. Kann ja auch ein bisschen Spiel, also es muss ja nicht hundertprozentig stramm sitzen, wenn O-Ringe noch reinkommen. Es soll ja auch ein bisschen gleiten und mit den O-Ringen abgefedert werden, um eventuelle Resonanzen aufzufangen. Gut, wieder ein Schritt. Jetzt werde ich erstmal kurz die Dimension checken, weil hier ist ja quasi mein Plan. 1:1 wenigstens. Hier ist der Wellentunnel 24 cm lang. Wenn ich allerdings das so belasse bei den 24 cm, dann komme ich ganz schnell wieder in Bedrängnis mit meiner Wellenresonanz. Also ich werde versuchen, den auf 23 Maximum. Da oben habe ich noch ein bisschen Luft in dem Bereich, das kann ich nacharbeiten. Der Diffusor kann gegebenenfalls noch weiter hier nach hinten gesetzt werden. Also das lege ich jetzt einfach fest, dass der Wellentunnel 23 cm lang wird. Und dann muss der Rest halt angepasst werden. Vielleicht mache ich ihn auch noch einen Zentimeter kürzer. Aber das muss ich erstmal schauen, wenn die Verdichterräder oder das Verdichterrad ankommt, wie schwer es ist. Letzter Schliff. So, fertig. Vorne muss noch abgestochen werden. Natürlich die Bohrung auch eingebracht. Wieder schöne Lametta-Locken für Weihnachten. Abstechen, dann kann man die andere Seite bearbeiten. Okay, letzter Schritt. Abbiegen. Aha. Aha. Ja, ganz schön warm das Ding. Ja, passt.